Hallo und herzlich willkommen. Ich habe mir eine JPC-Antenne zugelegt, da ich einmal testen möchte, wie das Ganze so mit 20 Watt funktioniert. In der Tasche befindet sich alles, was man zur Installation braucht. Bei mir habe ich ein paar kleine Extras eingepackt. Koaxkabel mit einer Mantelwellensperre. Ein Radialkit mit 6 x 5 Meter, möglich sind 8 Radiale. Hier sieht man den Erdspieß, den Speisepunkt, eine Spule, 4 Alustangen und einen Teleskopstrahler. Schauen wir uns die Spule etwas genauer an. Hier ist ein Abnehmerschlitten, wo ich die Spulenringe verstellen kann. So wird es eingebaut. Am unteren befindet sich die Markierung für das 40 Meter Band und weiter oben kann ich das verschieben für das 20 Meter Band. Hier kann man ein durchschnittliches SWR von 1:1 bis 1:4 erreichen. Alles wird einfach mit einem M8-Gewinde ineinander geschraubt und ist leicht zu installieren und auch einzustellen. Jedoch ist die mitgelieferte Beschreibung etwas seltsam und hin und her und auf den Kopf gestellt, also schwierig zu bedienen. Hier hat zum Beispiel Funkfieber eine Beschreibung erstellt, mit der man ganz einfach jedes Band individuell zusammenstellen kann. Vielen Dank dafür an Funkfieber. Das original mitgelieferte Erdungstool ist eine Bandleitung, die man trennen kann von 5 Metern und die man als Erdungskit benutzen kann oder als Groundkit benutzen kann. Ich habe mich aber dazu entschieden, dann doch die Variante mit den 6 oder 8 oder 12 Radials zu machen. Hier habe ich dann alternativ noch ein Stecksystem, wo man 12 Erdungskabel hineinstecken kann. Hier ist aber gesagt, dass das Gewinde so lang ist und dann mit dem Erdspieß nicht zusammenpasst. Der geht also nicht durch, also ich kann dann das Basiselement nicht draufsetzen. Es muss dann da eine Verlängerung für den M8 gemacht werden. Hier sieht man die Löcher für die Bananenstecker. 12 Stück passen rein. Tja, so sieht das aus. Wollen wir mal das Ganze zusammenbauen und wir sehen uns jetzt draußen wieder. 6 Radials auf 5 Meter, normales Fotostativ, gesichert mit einem einfachen Hering, der auch geerdet ist mit der Platte. Das ist die Antenne. Hier eine kleine Mantelwellensperre drin. So habe ich das Ganze denn mal aufgebaut im Garten, einfach mal so, um zu testen. Dann lassen wir uns jetzt mal mit dem Xiegu anschauen, was da für Signale reinkommen. Delta Lima 6 Kilo Alpha Portable, Delta Lima 6 Kilo Alpha Portable QRP, go ahead. Yeah, Delta Lima 6 Kilo Alpha Portable. Delta Lima 6 Kilo Alpha Portable. Okay, Peter, thanks for giving me a call from your portable operation. With the next hour, I'll try to give you a decent report, Peter. My name is Ben. Bravo, Echo, November.
you're 57 with me, running here in 20 watts Xiegu G90, and the antenna is a JPC12 on a pole. Your signal report 57, Roger. Yeah, Roger, Peter. On the G90 with the 20 watt output power. Likewise, you're picking 570 here on my end. 570 report on the ICOM 7600. Sounding good, Peter. Sounding good to the audio. Delta Lima 6 Kilo Alpha, Port Bravo, PD2EA. Yeah, thank you very much for the contact. Very nice copy. It's the first time I use this rig on this antenna and outside. I'm sitting in the garden and testing the antenna. I will make a little video from it, and if you have no problem with it, video into my YouTube channel. I just wonder, Peter, what kind of microphone you're using. Are you using the standard microphone? Because I just wonder how it's sounding standard, you know. Are you all using the standard microphone right now, Peter, over? Yes, I'm using the original microphone. I changed anything on this microphone. It's the original microphone. It was by the transceiver. Yeah, okay, very fine. Thank you very much. I will go inside. I think the weather is not so stable here, and it's a little bit raining now, and I have to turn into my house now. Thank you very much for the contact. Nice to catch you here on 40 meters with this constellation here. 73s from Delta Lima 6 Kilo Alpha. Delta Lima 6 Kilo Alpha, stroke Papa Bravo, Papa Delta 2 Bravo Alpha. Yeah, beautiful, Peter. It's sounding good, you know. It's sounding fantastic here. Crystal clear audio. You have a crystal clear audio, fantastic. Good audio quality, no problem. So I just was wondering how it was sounding standard, you know, but it's sounding good, you know. Fantastic, good audio. Ja, wie man sieht, macht der Xiegu eine gute Figur auf dem Band. Gute Modulation mit dem Originalmikrofon. Also durchaus zu empfehlen, wenn man QRP machen möchte. Tja, wie man hören kann, ist das sehr, sehr schwierig mit dem Wind dabei. Solche Aufnahmen sind natürlich dann nicht für die Ohren schön. Ja, hier sieht man das Stativ nochmal. Das Stativ ist ein Fotostativ von Rollei. Hat auch oben einen 8 mm Gewinde, was dann auch dementsprechend gut passte. Ja, die 6x5 Meter sind schön ausgelegt auf dem Rasen. Ich habe demnächst mal vor, das Ganze als Elevated Radial aufzuhängen. Dazu muss ich natürlich 6 Stangen in die Erde kloppen und das Ganze dann mal abspannen. Mal schauen, wie das dann aussieht. Ich werde es dann mal testen.